Moin meine Lieben, hier ist Mo von VR. Ich bin Mutensen und in diesem Kanal dreht sich alles um VR. Ich mache das schon seit 2016. Ich habe angefangen mit der PlayStation VR und seitdem viele VR-Headsets probiert und benutzt. Aber ich beneide euch ein bisschen. Und für euch ist das Video heute, ihr seid Anfänger. Ihr habt jetzt 2022 zum ersten Mal eine VR-Brille gekauft und fragt euch, was mache ich denn jetzt damit? Was soll das Ding? Dieses Video soll all diese Fragen beantworten und euch ein paar Tipps geben, wie man zum Beispiel als jemand, der sich gerade eine Pico 4 geholt hat, jetzt loslegen kann. Viel Spaß damit! Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Tatsächlich beziehe ich mich jetzt die meiste Zeit auf die Pico 4, weil die gerade aktuell ist. Aber das Grundwissen, was ich heute vermitteln möchte, das gilt für jeden VR-Anfänger mit seiner ersten VR-Brille. Tatsächlich bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen, denn damals war die Technik noch nicht so weit, als wir angefangen haben. Jetzt ist sie schon ganz schön fortgeschritten und portabel und bequem geworden. Ist eine schöne Zeit, jetzt in VR einzusteigen. Eine Frage, die mich wahnsinnig beschäftigt ist: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Warum jetzt 2022? Was hat euch dazu gebracht? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, das interessiert mich wirklich brennend. Also eure persönliche Geschichte. Warum seid ihr jetzt in VR eingestiegen? Und warum zum Beispiel ist es die Pico geworden und nicht irgendein PC-VR-Headset oder die PlayStation VR oder so? Das würde mich riesig interessieren. Fände ich total nett, wenn ihr das mal reinschreibt. Dann haben wir hier auch gleich einen wissenschaftlichen Auftrag noch mit erledigt. Ist das nicht toll? Ja. Gucken wir mal. Was macht man also, wenn man so eine Brille bekommen hat? Eins muss man wissen über VR-Brillen. Und das ist tatsächlich anders als bei einem Handy mittlerweile. Ja? Die Dinger sind durchentwickelt. Da tut sich nicht mehr viel. Jeder weiß, wie ein Handy funktioniert. Jeder kann das bedienen. Die Software entwickelt sich seit etlichen Jahren. VR ist noch relativ neu. Und was die wenigsten Leute wissen: Jeder von uns hat einen anderen Kopf, eine andere Gesichtsform, eine andere Augenposition. Und das ist nicht ganz unwichtig. Wenn jemand sagt, ein Headset wäre total schlecht, dann hat er recht. Gleichzeitig sagt aber der andere, es ist total gut. Und der hat auch recht. Ja, das ist verrückt. Es hängt nämlich total von eurer Kopfform ab. Wenn ihr also jetzt ein Gerät bekommt, wo alles schon perfekt drin ist, ja, wie bei diesem hier, die Pico 4, das neueste VR-Gerät, was man sich holen kann, die hat den Vorteil, dass der Akku hier hinten ist. Sie ist also sehr schön ausbalanciert, vorne deswegen auch schön leicht und nicht mehr so frontlastig wie ältere VR-Brillen. Aber dafür ist das ganze Konzept mit dem Headstrap und dem Akku etc. auch fest. Das kann man nicht austauschen. Und wir gucken mal, wie man sich trotzdem den Komfort so ein bisschen erleichtern kann. Denn das Face Gasket der Pico 4, das ist aus einem ganz angenehmen Stoffbezug, aber wie schon gesagt, jeder hat eine andere Gesichtsform und es ist auch relativ steif, ja, es ist sehr hart. Das dauert ein paar Tage, damit es sich ein bisschen an den Kopf anschmiegt. Auch ein Tipp für euch Anfänger: Einfach warten, wenn es in der ersten Minute nicht so bequem ist. Das wird tatsächlich besser. Aber es wird auch Alternativen geben. Für die MetaQuest zum Beispiel hat sich irgendwann ein riesiger Markt entwickelt, wo entsprechende alternative Cover rausgebracht wurden. Das hier zum Beispiel ist für die MetaQuest und hat so ein schönes, weiches Leder. Witzigerweise, das benutze ich doch nicht. Ich benutze immer noch das originale Stoffcover der Quest 2, weil das auch steifer und härter ist. Der Faktor, dass das hier weicher ist, den finde ich bei einer VR-Brille nämlich nicht so hilfreich. Dann wackelt sie nämlich insgesamt mehr. Also, dass das Ding hier relativ steif ist, das hat tatsächlich einen Grund. Für den Moment könnte man auch Folgendes machen. Es gibt nämlich auch so Silikonbezüge. Wenn ihr sehr viel schwitzt, dann könnt ihr das auf euer normales Cover draufziehen. Das ändert jetzt nichts an der Härte und Beschaffenheit des Originalcovers, aber solange es noch keine Alternativen gibt, die Pico 4 ist ja jetzt erst seit einer Woche auf dem Markt. Ich habe sie schon länger, weil ich tatsächlich netterweise ein Testgerät bekommen habe, um diese Videos für euch schon vorbereiten zu können. Es wird nicht lange dauern. Und da ich euch heute noch kein konkretes Produkt zeigen kann, was ihr alternativ auf die Pico bauen könnt, mache ich euch hier einen Link drunter, zum Beispiel zu VR Cover. Sobald es etwas gibt, was wirklich Sinn ergibt für die Pico, werde ich diesen Link ersetzen durch einen Link zu dem Produkt, was ich euch wirklich empfehlen kann. Da werde ich sicher auch noch später ein extra Video drüber machen, aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. Also guckt bitte immer wieder hier nach, abonniert am besten den Kanal, dann könnt ihr das nicht verpassen. Kommt immer wieder gerne zu diesem Video zurück. Ich werde die Tipps nämlich durch die Links updaten. Ja, das wird hier immer weiter abgedatet. Jeder, der auch einen guten Tipp hat für die anderen aus der Community, schreibt ihn bitte auch in die Kommentare. Das hilft uns dann nämlich allen. Perfekte Welt.
Das hintere Teil ist halt auch im Verhältnis zu anderen Anbietern relativ hart und passt vielleicht auch nicht perfekt zu jedem Hinterkopf. Ja, das ist einfach so. Auch hier erwarte ich eigentlich, dass es noch sehr viele Alternativen dann von Anbietern gibt. Genauso für die MetaQuest. Da gibt es tausende Dinge, wie man sich sein Headset noch modden kann, damit es bequemer ist. Ja, also wenn ihr im ersten Anlauf denkt, so, hier drückt was, nicht verzweifeln, das wird sich noch ändern. Ganz wichtig ist aber eine Geschichte für uns Brillenträger. Das ist nämlich eine Komfortgeschichte, die bei jeder VR-Brille immer wieder ein Thema ist. Es gibt VR-Brillen, die haben hier so einen kleinen Bereich, dass man mit einer normalen Brille, ich habe ja sowieso eine recht große, gar nicht reinkommt. So, die Pico ist da sehr komfortabel, die hat sogar in ihrem Face Gasket hier so Aussparungen für die Brillenbügel, damit da wirklich minimal was drückt. Aber ich kann euch verraten, wenn ihr so eine Brille aufhabt und darunter noch eure normale Brille, nach ein paar Stunden, es drückt halt immer ein bisschen. Und vor allen Dingen gibt es die Gefahr, dass ihr mit den Gläsern eurer Brille auf den Gläsern der Linsen kratzt, wenn ihr da sehr, sehr nah dran seid. Man muss halt immer sehr aufpassen. Es gibt ja dafür auch diesen Brillenspacer, aber man kann das nicht komplett vermeiden. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und den maximalen Komfort rausholen wollt, dann holt ihr euch, wie ich das bei jeder VR-Brille habe, pass mal auf, zack, Einlegelinsen, ja. Das sind Linsen mit meiner Sehstärke und die sind hier einfach davor geklippt. Sowas gibt es von verschiedenen Anbietern. Ich empfehle da immer sehr die VR-Optiker, von denen habe ich auch tatsächlich die zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich habe ein komplettes Video darüber gemacht, wie ihr die bestellen könnt und vor allen Dingen auch mit einem Rabatt. Das werde ich euch jetzt hier verlinken. Achtung, kling, guckt darauf, wenn ihr Bedarf habt. Dann muss ich das jetzt nicht noch tiefer erklären, aber ihr wisst schon mal Bescheid. Jetzt seid ihr dann entsprechend bereit, euch da den Spielen etc. zu widmen, die ihr in VR machen wollt. Aber dieses Gerät ist natürlich autark. Nach 2 Stunden ist dann erstmal Schluss. Auch dieses Problem kennen wir von der ebenfalls autarken MetaQuest. Und da gibt es einen riesigen Markt auch an Add-ons. Der ist fest verbaut. Ja? Wir haben nur das Konzept. Aber ich denke mal, es wird früher oder später auch Lösungen geben, wo hier zum Beispiel so ein Akku angeklippt werden kann, ein zusätzlicher. Das haben Leute sogar schon gemottet aus Quest-Produkten, das geht alles. Es gibt sogar kleine Akkus, die kann man hier direkt in den USB-Port einschließen. Die allereinfachste Lösung, glaube ich, die erste, die jeder von uns hat, einfach den nächsten Akkupack nehmen, den ihr vielleicht sowieso zu Hause habt. Bei mir hier ist das ein ganz schönes Monster. Und dann mit einem USB-C-Kabel einfach in die Brille stecken. Tut euch das irgendwie in so ein Bauchtäschchen oder einen Rucksack oder in die Hosentasche, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr natürlich auch länger spielen. Bevor da entsprechende Produkte, die extra für die Pico 4 zugeschnitten sind, auf den Markt kommt, macht es erstmal so. Ich würde jetzt noch nicht anfangen, da so viel selbst zu modden mit Quest-Produkten. Da ärgert ihr euch nur später, dass es dann ein besseres, perfekteres Pico-Produkt gibt. Aber auch dafür werde ich euch dann einen Link hier machen, wenn ich eins gefunden habe, also einen Zusatzakku oder sowas, der das Problem wirklich perfekt löst. Ja, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist auch eine Geschichte. Als Anfänger solltet ihr sowieso aufpassen, wie lange und wie ihr spielt, aber dazu kommen wir später noch. Die nächste Geschichte ist folgendes. Was ich oft gefragt werde, ist tatsächlich, und das ist alles, man braucht nur dieses Ding und dann hat man VR. Nein, du brauchst auch die dazugehörigen Controller. Ja, man braucht keinen PC. Hier ist alles drin, was ihr benötigt, um jetzt schön VR zu spielen. Aber man kann einen PC benutzen. Ja? Man kann diese Brille über ein Link-Kabel, das ist ein normales USB-Kabel. In meinem Fall hier ist es das Original von Oculus. Das ist super teuer, aber davon gibt es auch jede Menge bei Amazon, die auch für die Oculus Quest 2 gedacht sind. Da könnt ihr gucken, die könnt ihr nehmen. Mit den Kabeln könnt ihr auch die Pico an den PC anschließen. Auch dafür mache ich euch einen Link hier drunter. Oder einfach über Wi-Fi. Es gibt da auch 2 verschiedene Möglichkeiten, eine eingebaute und dann gibt es auch ein Tool namens Virtual Desktop. Da könnt ihr einfach über Wi-Fi die Verbindung zu Pico und PC herstellen und dann verhält sich die Pico 4 wie ein ganz normales PC-VR-Headset. Auch darüber habe ich schon Videos gemacht, sowohl über die Verbindung mit dem Kabel als auch über die Verbindung mit Wi-Fi. Auch das werde ich euch hier verlinken. Ching, ching, ching. Dann habt ihr die komplette Spielebibliothek, die es am PC für VR gibt. Das ist natürlich eine Menge. Ich wurde auch schon gefragt, was kann ich da machen? Wie pflege ich denn so eine Brille? Eine Sache ist natürlich interessant, die Linsen putze ich einfach mit einem ganz normalen Brillenputztuch, das ihr auch als Brillenträger zu Hause habt. Wenn ihr kein Brillenträger seid, dann holt ihr euch bitte mal so ein Tuch, denn das ist schon wichtig, damit die Linsen früher oder später nicht verkratzen. Ja, nehmt da keine normalen Tücher oder sowas. Mit irgendwelchen anderen Lösungen wäre ich immer sehr vorsichtig. Also irgendwelche Desinfektions- oder Reinigungsgeschichten immer darauf achten, dass das halt das restliche Material nicht kaputt macht. Ja. Der hintere Teil hier ist aus weichem
Kunstleder, den könnt ihr einfach auch mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei der Pico 4 speziell ist natürlich die Frontblende absoluter Fingerabdruckmagnet. Die kann man, wenn man möchte, putzen, muss man aber nicht. Ich bin mir übrigens auch ziemlich sicher, dass es früher oder später nicht nur für das Face Gasket, sondern auch für das hintere Teil, ja, auch das ist natürlich von Kopf zu Kopf unterschiedlich. Auch dafür wird es weiterhin Mods geben, dass ihr euch vielleicht noch irgendwas Alternatives hier hinten dran machen könnt, damit das auch noch bequemer wird. Abwarten, da wird es Produkte geben. Ob man so Sachen wie zum Beispiel so ein Schutz der Linsen, ja, das habe ich jetzt auch von der Quest gerade, ob man sowas wirklich benötigt, könnt ihr auch selber rausfinden. Ein letzter Hardware-Punkt ist dann auch noch der eingebaute Sound. Die Pico hat hier 2 kleine Lautsprecher, die machen eigentlich zu 95% der Fälle einen wirklich guten Job. Ich benutze es ausschließlich, finde ich total cool, aber es gibt ja auch Audiophile unter uns, die ihre eigenen Kopfhörer benutzen wollen. Das geht auch. Witzigerweise kann man normalerweise an jede VR-Brille mit einem 3,5 mm Klinkenstecker seine Lieblingskopfhörer anschließen. Die Pico hat den nicht mehr. Ja? Die hat nirgendwo den Eingang, aber man kann sich abhelfen. Der USB-C-Port versteht tatsächlich diese Adapter. USB-C auf 3,5 Klinke könnt ihr anschließen, Kopfhörer ran, funktioniert problemlos. Man kann auch über Bluetooth sein Headset anschließen. Das geht aber nicht in allen Fällen. In manchen Spielen habe ich schon beobachtet, dass da ein zeitlicher Soundversatz ist. Und das ist zum Spielen nicht so cool. Ne? Da muss man aufpassen. Besser ist dann ein direkt angeschlossener Kopfhörer. Auch das Thema habe ich ausführlich in einem Video bearbeitet. Ihr kennt das schon. Das werde ich euch hier verlinken. Genau. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, was wirklich, wirklich interessant ist und von den meisten Leuten nicht beachtet wird. Und mir ist es auch erst aufgefallen, als mir jemand geschrieben hat, ey, ich habe gestern Contractus gespielt, habe gerade die Pico 4 neu und mir ist schlecht geworden. Ja, Motion Sickness in VR ist tatsächlich ein Thema. Das ist nicht wegzudiskutieren, das existiert. Deswegen habe ich jetzt folgenden Tipp. Wenn ihr das erste Mal in VR geht, wenn ihr neu seid, übertreibt es nicht. Sowohl zeitlich als auch von den Aktionen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also bitte benutzt die Brille wirklich erstmal nur in kürzeren Abständen, ja, halbe Stündchen oder so. Ich weiß, das ganze Ding ist super interessant und gerade wenn man in dem ersten VR-Spiel ist, will man da versinken. Seid bitte vorsichtig. Ja? Das ist für den Körper erstmal sehr ungewohnt. Ihr kriegt über die Augen und über die Ohren Eindrücke rein, die euer Körper aber nicht mit den kompletten Sinnen bestätigen kann. Ja, wenn ihr euch zum Beispiel künstlich bewegt in VR, also mit einem Flugzeug oder einem Auto fliegt oder tatsächlich nur durch die Gegend lauft und mit einem Knüppel auf irgendwas raufhaut, dann weiß euer Körper am Anfang nicht so richtig, was er davon halten soll, weil mehrere Sinnesorgane, zum Beispiel die Gleichgewichtssinne im Ohr, einfach sagen, nee, ich bewege mich doch gar nicht, was ist hier los? Witzigerweise kommt es dann zu Motion Sickness, weil der Körper denkt, er ist vergiftet und versucht, das Gift loszuwerden. Das geht am besten, indem man sich übergibt. Kein Scheiß, das ist der Grund. Ihr kennt das auch aus anderen Bereichen des Lebens, ja, Reisekrankheit etc. Also, bei den meisten Leuten ist es so, dass sie sich sehr schnell daran gewöhnen. Wir haben ja hier seit 6 Jahren eine große Community und ich unterhalte mich mit sehr, sehr vielen Leuten und es ist wirklich so, zu 95% würde ich sagen, ist das für die meisten einfach irgendwann gar kein Thema mehr. Da hat sich der Körper dann wirklich an VR gewöhnt und dann ist alles gut. Für wenige bleibt das immer ein Problem. Die können weiterhin nur Spiele spielen, in denen es zum Beispiel nicht zwingend künstliche Bewegung gibt. Ich wäre natürlich nicht Mutensis, wenn ich euch nicht auch dafür eine kleine Liste von Pico 4 Spielen gemacht hätte, die besonders für Anfänger fantastisch sind. Aber da das vielleicht auch Leute betrifft, die jetzt nicht nur Anfänger sind, sondern wissen wollen, welche Pico 4 Titel auch am geilsten sind und die man unbedingt haben muss, mache ich daraus ein separates Video. Ja, also da müsst ihr euch vertrösten, das kommt morgen. Ja, genau. Das kommt dann sofort morgen. Eine Liste mit Spielen, die man besonders als Anfänger gut spielen kann, die gefahrfrei sind, für die Eingewöhnung eine gute Geschichte und dann noch eine kleine Liste mit den Titeln, die man auf jeden Fall gesehen haben muss, weil sie einfach nur fett sind. Das kommt morgen. Ich glaube, damit haben wir jetzt alles erzählt, was wirklich nützlich sein könnte. Ich hoffe es zumindest. Wenn euch noch was einfällt, dann schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Seht zu, dass ihr in eurem Zimmer, in dem ihr spielt, auch genügend Platz habt. Ja, das ist natürlich auch klar. Und dadurch, dass das System Inside-Out-Tracking hat, die Kameras gucken die Umgebung an und berechnen daraus die Position der Brille und der Controller, braucht ihr auch ein gewisses Lichtverhältnis. Ihr könnt also nie im ganz Dunklen spielen. Ihr braucht eigentlich immer ganz durchschnittliches Tageslicht oder abends halt hell genügendes Licht, dass es auch noch funktioniert. Das müsst ihr auch im Hinterkopf behalten. Rausgehen könnt ihr mit so einer Brille auch nicht, denn in den Ringen der Controller sind kleine LED-Lampen,
darüber trackt die Pico halt auch die Position der Controller und bei hellem Sonnenlicht kann sie die nicht erkennen, dann funktioniert das auch nicht. Ja? Es gibt so einen Moment so kurz vor Sonnenuntergang, am besten, wenn es auch noch ein bisschen bewölkt ist, da kann man dann auch draußen spielen, aber das ist wirklich selten der Fall. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr da Spaß dran habt. Ich habe es schon gemacht in den Ferien, habe dann draußen bisschen Racket NX gespielt und so eine richtig schönen Sachen, aber das findet ihr dann bitte alleine raus. Das war's von mir, Mutensen, MoFunVR. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare, ja, besonders die eurer ersten VR-Erlebnisse und warum ihr jetzt 2022 dazu gekommen seid, VR dann mal ausprobieren zu wollen. Hinterlasst doch gerne unter diesem Video ein kleines Däumchen, dann können das einfach noch mehr Leute wahrnehmen. Das hilft diesem Kanal. Wenn ihr die ganzen Links später benutzt, das sind meistens jetzt Affiliated Links, die führen zu Produkten zu verschiedenen Händlern. Ich bekomme im Zweifelsfall eine kleine Provision. Das kostet euch nichts, keine Panik. Damit unterstützt ihr auch den Kanal und damit bin ich erstmal raus. Mutensen, MoFunVR. Immer für euch da. Bye Oder bye. direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. MoFunVR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, MoFunVR.